Ja, Heinrich Nahr, mein Name. Ich bin Mitglied im Paderborner Kreis. Der Paderborner Kreis ist ein Zusammenschluss von fußballinteressierten Historikern, die sich ganz besonders mit dem Arbeiterfußball der Weimarer Republik beschäftigen. Und in diesem Zusammenhang ist diese Ausstellung hier entstanden. Der Verein existiert seit 2017 und hat sich zum Ziel gesetzt, die Arbeitersportbewegung des ATSB, das ist der Arbeiter-Turn- und Sportbund im Deutschen Reich, in Szene zu setzen. Das ist eine ganz interessante Konstellation, die heute ganz wenig bekannt ist, weil es gibt seit Ende des 19. Jahrhunderts schon eine Arbeitersportbewegung, die sich eben mit dem Sport der Arbeiter und der Beschäftigten Proletarier auseinandergesetzt hat und Möglichkeiten geboten hat, dort im Verein auch Sport zu treiben. Besonders seit Ende des Ersten Weltkriegs ist der Fußball auch als Ballsportart in den Vordergrund getreten. Das ist damit verbunden, weil Soldaten aus dem Krieg zurückgekehrt sind, die, man glaubt es nicht, aber im Krieg hinter der Frontlinie auch Fußball gespielt haben und das dann auch in ihren Heimatvereinen umgesetzt haben. Ursprünglich waren das Turnvereine, genauso wie in einem sogenannten bürgerlichen Sport, die dann aber später das Ballspiel auch in den Vordergrund gerückt haben und dabei ganz besonders den Arbeiterfußball. Die Intention, dass der Paderborner Verein diese Ausstellung entwickelt hat, hängt damit zusammen, dass diese Zeit fast in Vergessenheit geraten ist und dass auch die Ansprüche, die die Arbeitersportler an sich gestellt haben und an die Sportbewegung gar nicht so bekannt ist, weil ein Hauptgrund war, sich im Verein zu engagieren, sich körperlich zu ertüchtigen natürlich, um auch den harten Arbeitsalltag durchstehen zu können, aber auch eine Gegenbewegung zum sogenannten bürgerlichen Sport, im Fußball speziell zum Bürgerlichen Deutschen Fußballbund, DFB, entgegenzusetzen. Dort war es nämlich verpönt oder es war nicht so ganz einfach möglich für einen Arbeiter in einem bürgerlichen Verein Sport zu treiben. Und es ist noch zu erwähnen, dass der ATSB politisch organisiert war, das heißt, er stand der Sozialdemokratischen Partei, der SPD, sehr nahe und hatte auch Ideale übernommen, die heute fast in Vergessenheit geraten sind, nämlich dass Solidarität und der Teamgedanke im Vordergrund stehen soll. Das zeigte sich im Fußballspiel zum Beispiel dadurch, dass man versuchte, körperlos zu spielen, dass nicht unbedingt der Wettbewerbsgedanke im Vordergrund stand, sondern eben die Solidarität untereinander. Es war zum Beispiel im Arbeitersport auch verpönt, Namen zu nennen. Torschützen sollten nicht, also im Arbeiterfußball, wurden nicht hervorgehoben, wurden nicht besonders erwähnt, sondern der Teamgedanke stand dann im Vordergrund. Das hat sich dann zu Ende der Weimarer Republik auch ein bisschen verändert, weil der Sport halt immer populärer wurde, der Fußballsport, und dann auch der Wettbewerb in den Vordergrund gerückt ist. Das zeigt sich auch dadurch, dass der Arbeitersportbund ganz viele Zeitungen herausgegeben hat, also die waren politisch aktiv und haben aber dann Sportzeitungen, regionale Sportzeitungen und auch bundesweite Sportzeitungen herausgegeben und veröffentlicht. Und durch einen Zufall, muss man sagen, ist der Paderborner Kreis in Besitz vieler dieser Zeitungen gekommen und konnte deshalb die Inhalte der damaligen Zeit in dieser Ausstellung ganz gut dokumentieren. Und der Brückenschlag in die heutige Zeit ist einfach diesen Gedanken des gemeinsamen Sports nochmal in den Vordergrund zu stellen und auch bestimmte Regeln im Fußball, die heute gang und gäbe sind, die dort aber erst entwickelt wurden, nochmal zu zeigen. Ein Beispiel zum Beispiel, dass man den Torwart nicht angehen darf, im 5-Meter-Raum schon gar nicht, im Strafraum nur eingeschränkt, und das ist ein Gedanke, der auch aus dem Arbeitersport kommt. Oder was auch schon mal passiert ist, wenn Elfmeter gepfiffen wurde, durch Handspiel zum Beispiel, dann dass Elfmeter dann auch absichtlich verschossen wurde oder den Torwart in
in die Hände gespielt worden ist. Und gerade am vergangenen Wochenende ging durch die Medien ein Ereignis aus Stuttgart, dass der Trainer seiner Mannschaft befohlen hat, der Trainer von Stuttgarter Kickers im Spiel gegen FC Nöttingen, ein Eigentor zu erzielen, weil es nach der Meinung des Trainers seine eigene Mannschaft ein Tor erzielt hatte, das nicht berechtigt gewesen wäre. Und das ist so ein Gedanke, der im Arbeitersport früher, man kann sagen, gang und gäbe war. Und wir wollen eben mit dieser Ausstellung die Verbindung von der damaligen Zeit zur heutigen Zeit noch einmal herstellen. Eine Zeit oder auch eine Bewegung, die fast völlig in Vergessenheit geraten ist und erst in jüngster Zeit auch durch den Verdienst des Paderborner Kreis wieder stärker in den Vordergrund gerückt ist. Es gibt jetzt auch mehrere Veröffentlichungen zu diesem Thema, die man hier in dieser Ausstellung dann auch nachlesen kann.